Ein strahlend weißer Morgen breitet sich über die trockenen Graslandschaften des Kalimani-Reservats am Rande des Ruaha-Nationalparks in Tansania aus. 3 erfahrene Ranger Daniel, Yuma und Asha patrouillierten auf dem roten, staubigen Pfad, der sich durch das dornige Gebüsch schlängelte. Ein leiser Schrei, wie Windrauschen, drang plötzlich vom Talgrund herüber und ließ die 3 innehalten und lauschen. Sie eilten hinunter und erschraken, als sie eine Elefantenmutter regungslos daliegen sahen. Ihr Körper war mit rotem Staub bedeckt, getrocknetes Blut klebte an ihren Stoßzähnen. Neben ihr lag ein Elefantenbaby, noch feucht vom Fruchtwasser, zusammengerollt. Seine Haut war runzelig, seine Ohren zitterten vor Kälte. Die Nabelschnur war noch staubbedeckt an seinem Bauch, ein Zeichen dafür, dass es erst kurz vor dem Unglück geboren worden war. Daniel kniete nieder, legte seine Hand auf den Körper der Elefantenmutter, spürte die Kälte und blickte dann in die verzweifelten Augen des Babys. Das Elefantenbaby versuchte sich zu bewegen, stieß einen kleinen Schrei aus und sank dann flach und angestrengt in den Sand zurück. Asha flüsterte mit zitternder Stimme, dass das Kalb vielleicht friedlich eingeschlafen wäre, wenn sie ein paar Stunden später angekommen wären. Sie wickelten es schnell in eine Rettungsdecke, schützten seine Augen vor dem Körper der Mutter und hoben es gemeinsam in den Krankenwagen. Der Pickup schaukelte über die holprige Straße, die zum Elefantenrettungszentrum Tuli am Ufer des Limpopo führte. Im hinteren Abteil wurde das Elefantenbaby auf ein Bett aus trockenem Stroh gelegt. Es erhielt den vorläufigen Namen Kito, was »kleine Perle« bedeutet. Kito keuchte, seine Augen waren vom Staub gerötet, und die Infektion hatte sich verschlimmert, sodass Asha ihm ständig Augentropfen geben musste. Als Kito ankam, wartete der leitende Tierarzt Dr. Yona Mbele bereits mit besorgten Augen. Er überprüfte sofort seine Temperatur und seinen Puls, beugte sich dann hinunter und betrachtete seine geschwollenen Augen, in denen sich dicke Streifen gelben Eiters gebildet hatten. Nach stundenlangen Augenspülungen, Infusionen und Antibiotikaspritzen kam Yona aus dem Behandlungskäfig, sein Halsband war schweißnass. Er informierte die Ranger, dass sie Kitos Leben gerettet hatten, die Augenverletzung jedoch fast irreparabel war. In jener Nacht lag Kito zusammengerollt in einem mit Stroh ausgelegten Käfig, seine Augen verbunden, sein kleiner Körper zitterte bei jedem Windstoß der Nacht. Das leise Stöhnen des Elefantenbabys, das nach der verlorenen Wärme seiner Mutter suchte, ließ Asha mit Tränen in den Augen vor dem Zaun stehen. In den folgenden Tagen halfen die Medikamente zwar, Kitos Fieber zu senken, doch seine Augen blieben dunkel, er konnte kein Licht wahrnehmen. Was Yona am meisten beunruhigte, war, dass Kito die Milchaufnahme fast verweigerte und jedes Mal den Kopf wegdrehte, wenn man ihm eine Flasche brachte. Das weiche Heu interessierte ihn nicht, er reagierte nicht auf den sanften Ruf und rollte sich zusammen, als wolle er von der Welt verschwinden. Bluttests zeigten, dass Kito dehydriert und unterernährt war, und trotz Infusionen und Katheterisierung waren die Ergebnisse begrenzt. Während des Treffens präsentiert Yona die Daten und sagt, dass sie, falls Kito weiterhin die Nahrungsaufnahme verweigert, eine humane Lösung in Betracht ziehen müssen. Nach dem Treffen kehrte Yona nicht sofort in sein Zimmer zurück, sondern wanderte am Zaun entlang und richtete seinen Blick auf das benachbarte Tierrettungszentrum. Yona erinnerte sich plötzlich daran, dass Mary von einem verwaisten, ungewöhnlich traurigen, honigfarbenen Golden Retriever in der Nachbarschaft erzählt hatte. Inspiriert davon ging er hinüber zu dem Bauernhof, wo Mary vor einer Reihe hell erleuchteter weißer Hundekäfige Notizen machte. In der stillsten Ecke lag ein dichthaariger Golden Retriever zusammengerollt auf einer alten Decke, seine braunen Augen traurig. Mary stellte ihn als Honey vor, den 8-jährigen Begleiter eines alten blinden Hundes, der beim Schutz der Herde sein Leben verloren hatte. Seit dem Tod seines Besitzers hatte Honey nur noch gefressen, wenn man ihn darum bat, und Streicheleinheiten und Zuneigungsrufe kaum beachtet. Yona setzte sich lange schweigend neben den Käfig und bemerkte dann plötzlich, dass Honeys Augen dieselbe Leere hatten wie Kitos. Plötzlich kam ihm eine Idee, würden diese beiden trauernden Seelen einander helfen, zu überleben, wenn sie sich begegneten? In jener Nacht schlief Yona kaum und las Studien über die Bindung zwischen verschiedenen Tierarten, doch keine erwähnte Elefanten und Hunde.
Am nächsten Morgen präsentierte er seine Idee der Leitung und stieß dabei auf Skepsis und die Sorge um seinen Ruf. Sarah, die Elefantenherdenmanagerin, warnte davor, dass der Geruch des Hundes Kito in Panik versetzen, ihn verletzen oder dazu führen könnte, dass er die vollständige Pflege verweigert. Jona erklärt jedoch geduldig, dass sowohl Kito als auch Honey am Ende ihrer Kräfte sind und alle üblichen Therapien versagt haben. Schließlich stimmte die Geschäftsleitung zu, forderte jedoch eine engmaschige Überwachung, ausreichende Filmaufnahmen und die Bereitschaft, die beiden im Gefahrenfall zu trennen. Ein Beobachtungsraum wurde eingerichtet, gereinigt, mit Teppichboden ausgelegt und mit Kameras ausgestattet, um das ungewöhnlichste Treffen aller Zeiten auszurichten. Am Nachmittag wurde Honey von Mary geführt, die Leine locker um ihren Hals, ihr Schwanz wedelte leicht, aber ihr Gang blieb ruhig. Er schritt langsam im Zimmer umher, beschnupperte jede Ecke, legte sich dann mitten auf den Boden, den Blick zur Tür gerichtet, und wartete. Als Kito vom Pflegeteam hereingebracht wurde, zitterte sein Körper, seine Ohren lagen eng am Kopf an, sein Rüssel war vor Angst eng an die Brust gezogen. Sie setzten Kito auf den Teppich in der Ecke des Zimmers gegenüber von Honey und zogen sich dann zurück, sodass zwischen den beiden Geschöpfen Stille entstand. Die ersten paar Minuten waren nur Kitos Keuchen und das gleichmäßige Piepen des Herzmonitors in dem weißen Raum zu hören. Plötzlich stieß Honey einen Stöhnlaut aus, keine Warnung, sondern ein sanftes Geräusch wie ein Wiegenlied für das Leiden. Kitos Ohren bewegten sich leicht, sein schneller Atem beruhigte sich etwas, als ob der Rhythmus des Geräusches die Knoten in seiner Brust löste. Honey rückte nicht sofort näher, sondern lag neben ihm, den Kopf Kito zugewandt, und vermied Augenkontakt, um keine Bedrohung zu erzeugen. Nach einer Weile streckte er langsam die Beine aus, ohne Kito zu berühren, sondern legte sie nur leise wie eine Einladung auf den Teppich. Kito, der Berührungen stets vermieden hatte, öffnete seinen Rüssel aus seiner Abwehrhaltung und streckte zögernd die Hand nach der ungewohnten Wärme aus. Die weiche Rüsselspitze berührte Honeys Bein, verharrte dann still, als fürchteten beide, den zarten Moment zu zerstören. Honey bewegte sich leicht und übte als Antwort sanften Druck aus, als wollte sie sagen, dass die Berührung willkommen und keineswegs gefährlich war. Jona blickte durch das Glas und spürte, wie sich sein Hals zuschnürte. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft im Zentrum lag Kito nicht mehr verzweifelt zusammengekauert da. Das Treffen dauerte nur eine Stunde, doch als er zurück in den Käfig getragen wurde, war Kito entspannt, sein Atem ruhiger. In der Nacht berichtete Asha erstaunt, dass Kito selbst an der Flasche gerochen, einen Moment gezögert und dann den ersten kleinen Schluck genommen hatte. Jona beschloss, die Treffen täglich fortzusetzen, immer beginnend damit, dass Honey den Anfang machte und mit leisen, gleichmäßigen Stöhnlauten sang. Im Gegenzug entwickelte Kito allmählich seine eigenen Laute nur für Honey, leises Glucksen, gurrende Atemzüge. Als Kito stark genug war, um zu stehen, setzte sich Honey neben die Schüssel mit Milch, sodass Kito mit seinem Rüssel ihre Schulter berühren und ihren Anweisungen folgen konnte. Die Gruppe hielt den Atem an, als Kito die Schüssel mit Milch entdeckte, einen langen Schluck nahm und sein Körper vor Angst und Freude zitterte. Kitos Gesundheitszustand verbesserte sich, seine Haut wurde weniger faltig, und seine einst unsicheren Schritte wurden unter Honeys Anleitung fest. Neben ihrer körperlichen Genesung ist Honey wie ein lebender Kompass, mit ihrer Belle, ihrer vertrauten Haltung und ihrem gewohnten Gang hilft sie Kito, seinen Weg zu finden. Die Nachricht von dem blinden Elefanten und seinem Golden Retriever verbreitete sich schnell über den zentralen Zaun hinaus in den sozialen Medien und in Zeitungen. Zahlreiche Verhaltensforscher und Tierärzte aus aller Welt kamen nach Kalimani und baten um Erlaubnis, diese ungewöhnliche Beziehung zu beobachten. Sie hielten akribisch fest, wie Honey jeden Tag ihre Distanz, die Lautstärke ihres Bellens und ihr Tempo an Kitos Stimmung anpasste. Im Schatten des grünen Akazienbaums lag Honey neben dem schlafenden Kito. Die Wärme des Hundekörpers füllte die Leere, die die Abwesenheit seiner Mutter hinterlassen hatte. Mit der Zeit wuchs Kito schnell heran, sein Körper war rundlich, seine Persönlichkeit zeigte Neugier und Schalk, aber er war immer sanft zu Honey. Auch Honey veränderte sich, die Dunkelheit in ihren Augen verschwand allmählich, jeden Morgen rannte sie zum Elefantenstall, ihr Schwanz wedelte unaufhörlich und wartete darauf, dass sich das Tor öffnete.
Als Quito alt genug war, um in den Halbwildenbereich umzuziehen, baute das Zentrum ein spezielles Gehege, um sicherzustellen, dass Hane immer bei ihm sein würde. Mehrere Organisationen boten an, die beiden aufzunehmen, doch schließlich wurden Quito und Hane in eine Elefantenforschungsstation in der Nähe des Okavango-Deltas gebracht. In seinem neuen Zuhause spürt Quito das Rauschen des Wassers, den Gesang der Vögel und den Geruch von Schlamm, während Hane ihm hilft, jeden sicheren Pfad zu erkunden. Im Laufe der Jahre wurde Hanes Fell um ihre Schnauze herum allmählich grau und ihre Schritte wurden langsamer, aber sie ging trotzdem jeden Tag standhaft an Quitos Seite. Als Hanes Sehvermögen altersbedingt nachließ, berührte Quito sanft ihre Schulter mit seinem Rüssel und führte sie über vertraute grasbewachsene Pfade zurück. Das Bild eines grauen Elefanten, der langsam neben einem alten Golden Retriever hergeht und bei jedem Schritt den Eindruck erweckt, ihn zu beschützen, ist zu einem Symbol der Hoffnung geworden. Die Geschichte von Quito und Hane erinnert uns daran, dass Familie nicht durch die Artenzugehörigkeit bestimmt wird, sondern durch die Bereitschaft zur bedingungslosen Liebe.